Wenn wir uns nur auf die Wissenschaft und die Zahlen verlassen, wird alles eindeutig und einfach. Würden Politik und Menschen ausschließlich empirisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen und rationalen Argumenten folgen, hätten wir keine Probleme mehr. Wieso man Ideen dieser Art kritisch gegenüberstehen sollte und wieso wir über sie nicht die Macht von Erzählungen vergessen dürfen, erfahrt ihr in diesem Video. In seinem 2020 veröffentlichten Buch Ins Erzählen flüchten nutzt Jonas Lüscher für das vollständige Vertrauen in das rational-wissenschaftliche den ursprünglich auf die Soziologin Elena Esposito zurückgehenden Begriff der quantitativen Blendung und erklärt uns, wieso wir über Statistiken, vermeintlich universelle rationale Antworten und Beweise nicht vergessen sollten, was uns der Einzelfall und die Erzählung über die Welt sagen können. Lüscher begibt sich damit in eine Überlegung, die sich, wie er selbst sagt, in vielen Bereichen der Philosophie traditionell verbietet. Denn diese hat über die Jahrtausende natürlich vor allem auf die Suche nach Wahrheiten abgezielt, hat ganz im Sinne des platonischen Höhlengleichnisses dafür argumentiert, dass es einen Weg hinaus aus der Höhle gibt, hinaus aus Erzählungen und hin zur Erkenntnis. Philosophie wird oft, so beschreibt es Lüscher, als Ort begriffen, der eben nicht narrativ, also von Erzählungen und damit subjektiven Perspektiven, verschmutzt ist. Dem Grundgedanken hinter dieser Auffassung, dass es eben eine Art reine oder saubere, sogar mathematische Wahrheit gibt, auf die wir all unsere Anstrengungen fokussieren sollten, wenn wir Wahrheit über die Welt erfahren wollen, widersetzt sich der Autor und steht damit in der Tradition von Friedrich Nietzsche, Theodor W. Adorno, Martha Nussbaum und vielen anderen Figuren der Geistesgeschichte, die dieser Form der Wahrheit skeptisch gegenüberstehen. Das Entstehen dieser quantitativen Weltanschauung und deren Bruch mit dem narrativen Blick auf die Welt verortet Lüscher und bezieht sich dabei auf den Philosophen und Wissenschaftstheoretiker Paul Feyerabend vor 2500 Jahren. In der Antike gibt es natürlich noch keine weit verbreitete und zugängliche Schrift, was bedeutet, dass wir es mit einer primär oralen Gesellschaft zu tun haben. Die Rhapsoden, öffentlich auftretende Sänger und Redner, rezitieren damals Mythen und Geschichten und tragen diese weiter, so auch die Schriften des vermutlich bekanntesten Dichters der europäischen Antike, Homer. Diese Form der Übermittlung ist auch Teil der Erklärung dafür, in welchem Stil zum Beispiel die Ilias und die Odyssee geschrieben sind, in Wiederholungen, Versen und Aufzählungen, die man sich relativ leicht einprägen kann. Wenn diese vorgetragenen Erzählungen praktisch das einzige Medium sind, über das Geschichten und neue Ideen zu den Menschen vordringen, ist klar, dass sie einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung der Menschen von sich selbst und ihrer Umwelt haben. Das Erzählen hat in dieser Zeit also ein enormes Gewicht. Und Lüscher beschreibt, dass Wissen in dieser Welt noch eine völlig andere Bedeutung hatte. Es ging nicht darum, zum Wesen einer Sache vorzudringen, sondern Kenntnisse und Perspektiven zusammenzufügen und in das richtige Verhältnis zueinander zu setzen. Ein Beispiel, das angeführt wird, ist der menschliche Körper. Selbst dieser wird bei Homer völlig anders beschrieben, als wir es heute vermutlich tun würden, und zwar in seinen Einzelteilen. Nicht einmal von Armen und Beinen ist die Rede, sondern von Händen, Unterarmen, Oberarmen etc. Lüscher nennt es eine Gliederpuppe. Aber was genau ist an dieser zerstückelten Welt und Wahrheit, die vermeintlich ohne den Anspruch ist, dem Sein auf den Grund zu gehen oder eine Substanz zu beschreiben, das Verlockende für Lüscher? Ein Hinweis findet sich in einer Aussage von Feyerabend, die er zitiert. Der homerische Mensch ist auch, neben der körperlichen Zerteilung, ideologisch substanzlos. Er duldet einen Eklektizismus in der Religion. Fremde Götter und Mythen werden ohne Zögern übernommen, verschiedene Varianten desselben Mythos leben Seite an Seite weiter, ohne einen Versuch der Beseitigung von Widersprüchen. Es geht also um das Gegenteil von dem, was Lüscher später im Buch monomythische Erzählungen nennt, um nicht abgrenzendes Wissen und Denken, das bereit ist, anderes, auch den Widerspruch, neben sich bestehen zu lassen. Den Beginn der Siegesgeschichte der abendländischen Philosophie, der positivistischen Wissenschaften und eben der quantitativen Weltanschauung sieht Lüscher dann bei einem Lehrgedicht des Vorsokratikers Parmenides über das Sein und die Natur, in dem erstmals eine literarische Figur, in diesem Fall eine Göttin, zu argumentieren beginnt. Wohlan, so will ich denn verkünden, welche Wege der Forschung allein denkbar sind. Der eine Weg, dass das Seiende ist und dass es unmöglich nicht sein kann. Das ist der Weg der Überzeugung, denn er folgt der Wahrheit. Der andere aber, dass es nicht ist und dass dies Nichtsein notwendig sei. Dieser Pfad ist gänzlich unerforschbar, denn das Nichtseiende kannst du weder erkennen, noch etwas darüber aussagen.
Mit diesem Werk wird Parmenides für den erwähnten Paul Feyerabend zum Urbösewicht in dieser Erzählung um das Quantitative und für dessen ehemaligen Lehrer, den Philosophen Karl Popper, zum Helden, zum Urvater der europäisch-rationalistischen Denkmethode. Auf Popper kommen wir gleich noch einmal zurück. Lüscher beschreibt, was er einen Verdrängungskampf zwischen der narrativen und der quantitativen Perspektive nennt. Bereits in diesem ersten Akt unserer Beziehungsgeschichte zeigt sich, dass die jeweils neuen Weisen der Weltbetrachtung nicht einfach den alten etwas hinzufügen. Sie sind keine voraussetzungslosen Geschenke an die Menschen. Mit ihnen geht in der Regel die Erwartung einher, dass die Beschenkten bereit sind, liebgewonnene Gewohnheiten, bewährte Praxen und zentrale Überzeugungen hinter sich zu lassen. Das wichtigste und folgenreichste Beispiel der Antike für diesen Konflikt sieht Lüscher bei Platon, bei dem der Vorwurf der narrativen Beliebigkeit immer wieder und ganz direkt auftaucht. Mit narrativer Beliebigkeit ist gemeint, dass Erzählungen klare Konturen und Regeln fehlen, was ihre Aussagekraft beschränkt. Platon sprach den Dichtern seiner Zeit schon vor über 2000 Jahren die Fähigkeit zu bilden oder erziehen ab. Die Kunst erschaffe lediglich Abbilder von Abbildern, während nur die Philosophie sich mit den Ideen beschäftigt, die unserer Realität zugrunde liegen. Lüscher sieht hier die Anfänge eines Zwanges zur Abstraktion von Erzählungen durch kritische Fragen. Es reicht nicht, eine Geschichte zu erzählen und sich zu fragen, ob eine Figur in dieser gerecht gehandelt hat. Es muss die Frage nach der Sache an sich gestellt werden. Was meinst du denn mit Gerechtigkeit? Ganz im Sinne der sokratischen Hebammenkunst, in der durch kritische Nachfragen Erkenntnis und Wahrheit erreicht werden sollen. Die Schatten an der Wand in Platons Höhlengleichnis sind für diesen Lüge und nichts weiter. Sie haben uns nichts zu sagen. Als einen der einflussreichsten modernen Vertreter der rationalen Methode sieht Lüscher dann den erwähnten Karl Popper, den noch heute extrem einflussreichen Denker, der im 20. Jahrhundert den kritischen Rationalismus entwickelte. Hinter diesem Begriff verbirgt sich, sehr grob zusammengefasst, die Vorstellung, dass alle wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Probleme unvoreingenommen untersucht und geklärt werden können, wenn wir uns nur der Fehlbarkeit unserer Theorien bewusst sind und diese immer wieder methodisch und rational prüfen und sie Stück für Stück verbessern. Lüscher schreibt dazu, dass Popper meinte, damit das Allheilmittel gegen den menschlichen Dogmatismus gefunden zu haben. Das Problem, das Lüscher in dem ausnahmslosen Fokus auf das Rationale und Quantitative sieht, ist, dass im Rahmen dieser Methode alles nicht Falsifizierbare, alles nicht Messbare, das das Experiment verweigert, ausgeklammert wird. Sie merken bereits, es geht in dieser Beziehungsgeschichte immer wieder um denselben Streitpunkt. Um die Frage nämlich, ob wir dem Allgemeinen oder dem Besonderen den Vorzug geben. Er zitiert hier den Philosophen und Essayisten Odo Marquardt, der schrieb, dass der Welt infolge der kompletten Vorherrschaft der positivistischen Wissenschaften und der Ausklammerung des Besonderen ein Abstraktheitsschaden drohe. Lüscher beschreibt 3 Überzeugungen der rein rationalistischen Denkschule, die für ihn das, was er quantitative Blendung nennt, umschreiben. Erstens: Auf alle sinnvollen Fragen gibt es eine sinnvolle Antwort. Zweitens: Diese Antwort ist grundsätzlich auffindbar mit Hilfe von vermittelbaren Techniken. Drittens: Alle diese gefundenen Antworten sind miteinander vereinbar und lassen sich auf einfache Grundprinzipien zurückführen. Dementsprechend wäre die für alle Fragen der Menschheit erfolgversprechendste Methode der korrekte Gebrauch von Vernunft und Rationalität. Eine Vorstellung, die vor allem im Laufe der Aufklärung große Bedeutung erlangte. Wieso Lüscher diese Denkrichtung in Teilen nicht nur für verkürzt oder in vielen Bereichen ungeeignet, sondern sogar für gefährlich hält, zeigt sich, wenn wir in den Bereich von Ethik, Moral und Politik eintreten. Denn Lüscher ist tatsächlich kein Wissenschaftsfeind und ihm ist durchaus bewusst, dieses Beispiel nutzt er selbst, dass wir eindeutige Fakten und keine Story brauchen, wenn wir wollen, dass zum Beispiel Flugzeuge fliegen. Wenn es aber um allzu Menschliches geht, so Lüscher, kann uns positivistische Wissenschaft in vielen Bereichen nicht weiterhelfen und trägt die Gefahr an sich, dass wir, wenn sich Relevantes eben doch nicht messen lässt, stattdessen das Messbare für relevant erklären. Er führt hier als besonders radikales Beispiel den Umgang des amerikanischen Pentagons mit dem Vietnamkrieg an. Der damalige Verteidigungsminister Robert McNamara nutzte zur Einschätzung der Effizienz des Krieges ein Modell streng quantitativer Kriterien, das er schon zuvor als amtierender Präsident in der Ford Motor Company etabliert hatte, um das Unternehmen möglichst profitabel zu machen. Heraus kam dabei unter anderem die sogenannte Kill Ratio. Dieses besagt in etwa, dass man, solange pro gefallenem Amerikaner wesentlich mehr Vietcong getötet wurden, auf dem Weg zum Sieg sei.
Völlig ignoriert wurde dabei nach Lüscher unter anderem die Tatsache, dass im Verlauf des Krieges die Bereitschaft in den USA für den völlig ungerechten und sinnlosen Konflikt zu sterben sank, während die Verzweiflung in Nordvietnam und die Bereitschaft zu kämpfen immer größer wurden. Dieses Beispiel ist für Lüscher auch repräsentativ für die fast natürliche Allianz, die quantitative Blendung und Kapitalismus eingegangen sind. Zusammengefasst lautet seine These hier: Was sich nicht messen lässt, lässt sich auch nicht einpreisen. Also versucht man alles messbar zu machen. Ein Beispiel dafür ist die Schule. Benotungen beschreibt Lüscher als Methode, den Wert von Abschlüssen ökonomisch messbar zu machen. Und auch Zeitungen müssen heute natürlich so arbeiten. Ob ein Artikel relevant ist, bemisst sich häufig an Klickzahlen, nicht am eigentlichen Inhalt. Durch seine Mathematisierung sichere sich der Kapitalismus außerdem einen Platz in der Wissenschaft und kann somit deren Autorität nutzen. Etwa in Form der Vorstellungen rationaler Märkte, die sich zu einem gewissen Grad voraussagen lassen. Gleichzeitig erschaffe die mathematische Entwicklung neuer finanztechnischer Instrumente ganz eigene Märkte, die in Ereignissen wie der Immobilienblase münden können, die 2008 die Finanzkrise auslöste. Zusammengefasst sieht Lüscher also eine Bedrohung im Herunterbrechen und Vereinfachen des Lebensweltlichen nach quantitativen Kriterien der Nützlichkeit und der damit einhergehenden Behauptung, dieses Vorgehen sei das einzig rationale, vernünftige, richtige. Hieraus resultiert für den Autor die Marginalisierung von Einzelfall und Individuum. Ein gutes Beispiel ist hier vielleicht auch die Messung von GDP, also Bruttoinlandsprodukt, um einzuschätzen, wie gut es um ein Land bestellt ist und wie gut es den Menschen in diesem geht. Eine Praxis, die von vielen Seiten schon seit längerem kritisiert wird. Aber was wären denn nun die Geschichten, die Narrative, die uns zum Beispiel in moralischen und gesellschaftspolitischen Fragen weiterbringen? Zunächst will ich hier noch einmal erwähnen, dass Lüscher nicht meint, das Narrative solle das Quantitative komplett ablösen. Es geht um ein Und, nicht um ein Oder. Gleichzeitig ist Lüscher außerdem klar, dass auch das Narrative Gefahren birgt, was er mit dem Begriff monomythische Erzählungen umschreibt. Dafür ist Propaganda vermutlich das beste Beispiel. Erzählungen, die neben sich nichts anderes gelten lassen. Aber gerade in der Überzeugungskraft, die narrative Instrumente für Propagandazwecke so interessant machen, sieht Lüscher auch positives Potenzial. Er liefert selbst ein Beispiel mit seiner Novelle Frühling der Barbaren, die sich ebenfalls mit der Finanzkrise 2008 auseinandersetzt. In dem Buch begleiten wir den Unternehmensbesitzer Preising, der sich während einer Art Zwangsurlaub in einem Luxusresort in Tunesien aufhält, wo eine englische Hochzeitsgesellschaft über Nacht von der gesellschaftlichen Elite, die in einem sogenannten Schwellenland im absoluten Luxus schwelgt, in den Ruin rutscht, als die europäische Wirtschaft kollabiert und das englische Pfund plötzlich dermaßen an Wert verliert, dass die Hochzeit nicht mehr bezahlbar ist. In Form einer Erzählung zwischen Abenteuergeschichte und Gesellschaftssatire erkundet Lüscher hier das komplexe sozioökonomische Spannungsfeld zwischen dem globalen Süden und Norden. Ein weiteres Beispiel können wir dem Aufsatz Ausschließlich Argumente der Philosophin Cora Diamond entnehmen. Das Anführen von Argumenten ist nur ein Weg, auf dem man an moralische Fragen herangeht. Gibt es nicht so etwas wie den Versuch, das moralische Vorstellungsvermögen zu erweitern? Ist David Copperfield nicht ein Mahnruf zugunsten derjenigen, die wie Mr. Dick als Verrückte weggesperrt wurden? Sollte damit nicht gezeigt werden, und zwar mit imaginativer Kraft, dass man Leute wie Mr. Dick auch auf andere Weise sehen kann? Manche Herzen tendieren noch nicht in bestimmte Richtungen, weil ihre Besitzer ihr Vorstellungsvermögen nicht in bestimmte Richtungen haben schweifen lassen und nicht entsprechend angeleitet worden sind. Es sind diese komplexen Probleme mit sozialer Dimension, bei deren Beschreibung wir uns nach Lüscher wieder mehr auf Erzählungen und weniger auf Computersimulationen verlassen sollten. Denn wenn Ideale nicht mehr gefunden, sondern geschaffen werden, dann ist die Frage nach der Moral nicht mehr eine Frage der Erkenntnis, sondern der Vorstellungskraft, und sie fällt damit aus dem Aufgabenbereich der Wissenschaft wieder hinaus und wird zu einem Auftrag an die Kunst, an die Literatur. Vielen Dank fürs Zusehen. Videos wie das hier machen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, echt viel Arbeit und werden unter anderem ermöglicht durch die Menschen, die mich ab einem Euro im Monat auf Steady unterstützen. Falls auch ihr etwas geben könnt und wollt, findet ihr Links dazu in der Videobeschreibung. Auf Steady gibt es für Unterstützer demnächst noch zusätzlichen Content zu Lüschers Perspektive auf Immersion und wie diese der Marktlogik dient, die ich sehr interessant finde, die aber keinen Platz mehr im Video gefunden hat.